Holla. Schön, dich zu sehen, Stefan. Ja? Schön, dich zu sehen. Ja? Ja? Ich in Stuttgart. Nein, Heilbronn. Der Boss ist da. Ja? Yes! Das ist echt schön. Da So bist du sieht's aber- aus. So sieht's gut aus, hä? Nein, ich bin fett wie Sau. Was sagst du zur Zur Pink Lady? Ich habe mich gefreut, meine beste Freundin wieder zu sehen. Ja. Geh weg von mir! Lass mich nicht alleine, du gehst mit rein. Ey, Ich habe gesagt, sie muss mit reingehen. First Lass mich things nicht alleine. first. So, ich gehe jetzt. Warum? Worum gehst du? Bleib doch da. Einer muss ja arbeiten. Was steht da? Jetzt bleibt noch eine Runde. Nee. Doch, bitte. Nee, Stefan, deine Nackenhaare kannst du auch mal wieder rasieren. Ich kann alles wieder mal rasieren. Ich find's geil. Wir bringen den gemeinsamen Look. Bleibt gut. haben wir da eine Schuhsperre? Ah, nö, lass an. Ja? Ja. Alicia, jetzt geh doch mal nicht. Zeig doch mal deine Haare. Nee, genau für die wissen. Zeig doch mal deine Haare. Das ist Infrarot, oder? Ja. Ja. Aber die wird nicht so heiß. Nein, deswegen gar ist es nicht, weil es ja nett. Infrarot ist. Was du wirklich mal ausprobieren solltest, und das ist eigentlich die Macht der Infrarotsauna, ist, wenn du einen Infekt hast. Ja. Bei einem Infekt Infrarotsauna gehen, also es gibt da sogar Studien, dass Krebszellen durch die Hyperthermie, die durch Infrarot ausgelöst wird, weil Infrarot macht die von innen aus heiß. Das tötet halt Schadstoffe, Viren, Bakterien So und geil. im Extremfall vielleicht 5 sogar Minuten hier Krebszellen. wieder so in seinem Element. Ich lieb's einfach. Deswegen hat Infrarot mehr gesundheitliche Komponenten als die normale Sauna. Also das Gym wird heute definitiv auf Herz und Nieren geprüft. Stefan hat schon gesagt, 45 Grad Beinpresse brauchst du, zack, zack, zack. Jetzt auch neuerdings eine Wadenmaschine kommt wieder back. Ich finde die selbstgebaute Tür super. Die ist geil, gell? Ja? Alices Patenonkels Handwerkskunst. Bester Mann. So, die geht in diese Richtung. Ja, klar. Und da duscht nackt quasi dann. Ja, du kannst auch dazu machen. Was haben wir hier Schönes? Gibt es was zum Kosten? Ja, du kannst haben, was du willst. Ich will was kosten. Ich würde dich gerne mal nackt duschen sehen, Stefan. Das glaube ich nicht. Ich würde wirklich gern was von dem kosten. Ach so, ja, willst ich will du was jetzt, dass Stimulantien? ich will, dass du mir jetzt den besten Geschmack empfiehlst. Also der beste Geschmack, muss man ja ehrlich sagen, ist der. Okay? Probier mal. Was ist Berry Coconut? Ja, krass. Schon getrunken? Äh, Stefan Kinzel trinkt seinen ersten Crank. Mein Bruder hat den geliebt. Ja? Ja, voll. Der ist Bester volle Hütten Mann. drauf abgefahren. Oh. Der ist volle Hütten drauf abgefahren. Hast du das noch? Ich will das kribbeln. Stefan, schön dich auch mal in Deutschland zu sehen. Ja. Man möge ja glauben, ich mag's nicht. Aber ey, der Mann ist. Der Mann ist Weltenbummler geworden. Okay. Ja, aber trinkst du jetzt einen Booster, obwohl du nicht trainierst? Schau mir an. Das schmeckt aber wirklich nicht schlecht. Wir schreiten direkt zur Tat. Stefan gebe ich gleich eine Einführung, aber ich Zuerst schauen. zuerst schauen, das ist mir das Wichtigste. Hose runter. Kannst du nach drüben gehen? Da? Ja, ich muss jetzt echt die Hose runter. Wo muss ich hin? Herr Wolf, Hä? wo ist dieser Raum? Also an die neuen Posing-Hosen muss ich mich auch erst mal gewöhnen. Aber fühlt sich nicht besser an? Doch, also liebe Grüße an Dennis. Ich repräsente seine Posing-Hose dieses Jahr. So, aber ich habe verstanden, wir dürfen immer noch nicht zeigen. Von Dennis Reinhold. Ja. Wenn du keine hast? Nee. Ich habe ja keine normale Bodybuilding-Hose. Ja, und jetzt hast du noch keine organisiert. Nee. Oh ja, ist schon gut bis dabei. Viertelraum? Oh ja, es taugt mir voll bis dabei. Das ist noch viel besser, als ich gedacht habe. Echt jetzt. Wirklich. Halt die Fresse. Back double. Most muscular. Der Stefan immer der Most ausgeladen sind. Mach mal Crab. Lass mich mal sehen, die Crab. Crab.
Schon verdammt geil. Das freut mich zu hören. Viel Arbeit reingesteckt, die neuen Posen. Jeden Morgen gepostet. Die neuen Posen, die sind, die dir liegen. Side Triceps müssen wir uns noch anschauen, aber die Lat Spreads sind ja so und so super. Ja. Aber es ist echt, es ist wirklich stimmig. Es ist so schön harmonisch. Das ist das. Es fällt von hinten dann okay noch ein bisschen ab wie von vorne und von der Seite. Aber es ist ein echter Guss. Gell? Es ist wirklich, es float von oben bis unten, von hinten nach vorne. Es ist einfach, es ist überall Qualität da, es ist überall Condition da. Es schaut echt gut aus. Wo können wir posen, wo du die siehst da? Drüben, oder? Aber da ist Kacke für dich. Nein, ist jetzt wurscht. Mir geht es jetzt um die Posen. Was denkst du beim Back? Die Arme runter oder höher? Schon höher, gell? Ein bisschen höher, ja. Sieht stimmig aus. Versuche mal generell eine Atzerle weiter in die Knie zu gehen. Okay. Du stehst mir fast zu gestreckt und dadurch wirkt das Paket dann noch zu lang. Zu lang. Knie nach vorne. Geh ein bisschen mehr mal in die Knie. Ja, so ist das stimmiger. Und da stellt sich jetzt die Frage. Du gehst gut in die Pose, du bist eigentlich im perfekten Winkel. Und jetzt passiert Folgendes. Und zwar, du gehst nach hinten. Währenddem du nach hinten gehst und die Brust drauf bringst, passiert was nicht passieren soll. Du gehst nach hinten, bringst die Brust drauf und gleichzeitig gehen die Ellbogen so. Ach so, das soll ich nicht machen. Nee, weil wenn du mit den Ellbogen zusammen gehst, dann... Gott sei Dank, weil so fällt es mir viel leichter. Du magst die Scheiße auf, gehst vor und bringst nur die Brust nach oben ein bisschen, aber schiebst nicht die Ellbogen zusammen. Ich dachte, das muss... Ja, okay. Du gehst nicht mit den Ellbogen zusammen. Deswegen ist er hier. Vom Maestro lerne ich immer was. Ja, genau. Ist ja viel einfacher. Genau. Du gehst einfach raus mit der Scheiße. Das ist auch eine Pose, die tut ein bisschen weh. So geil. Die muss ein bisschen... Stimmt, das muss ein bisschen wehtun und dann bist du richtig. Posing nochmal für euch ist so wichtig. Trainieren können wir alle und so, aber am Ende ist es ein Präsentationssport. Wir müssen uns auf der Bühne präsentieren und ich sag's euch, ich pose ja viel, aber seit ich das Studio habe und die Vorbereitung, ich habe noch nie mehr gepost. Also Stefan hat's Cardio rausgestrichen, frühzeitig, weil ich auch einfach durchs Posing so viel Kalorien verbrannt habe, weil ich einfach so hart dran gearbeitet habe und vor allem die neuen Posen auch zu üben. Side Tricep würde ich gerne nochmal ein paar Tipps. Das ist auch eine Kleinigkeit, die sofort... Und zwar, geh du einmal in die Pose. Die Frage ist, wie mache ich es mit dem... Mach du es einmal so, wie du es jetzt magst und dann weise ich auf das Problem hin und dann finden wir eine Lösung. Lass einmal das ganz weg und versuch in die Pose mit Taille zu kommen, aber so, dass der Arm noch gut ausschaut. Sobald du greifst, ist er weg. Vergiss das einmal, das war ein Steve Side Dipper. Also einfach, dass du, ich muss es von der Seite sagen, du gehst in die Oberkörperposition und bringst den Arm einmal in die Position, wie er leibend ausschauen will, ohne dass du versuchst, das zu greifen. Ja. Vergiss das jetzt einmal mit dem Greifen. Wir versuchen in die beste Balance zu kommen. Und jetzt zieh die Teile ein und mach schön so, wie der Arm, der gehört eigentlich, die Schulter gehört offen. Siehst du das? Oder? So gehört die Schulter offen und so gehört der Arm. Aber ich wollte den nicht durchstrecken. Den brauchst du nicht durchstrecken. So gehört der Arm. Weil was wollen wir sehen? Und das bockt die Welt nicht. Schau mal. Arm zieht die Teile noch einmal rein. Ich will sehen, dass das dicker ist als das da. Ja, okay. Und das ist die Optik. Ja. Und jetzt musst du einen Weg schaffen. Warte, ich noch einmal zu, mach's noch nicht an. Wir müssen einen Weg schaffen, dass die Schulter so bleibt und nicht so wird. Ja, wir müssen schaffen, dass der Arm so bleibt und nicht so wird. Weil es haut dir die ganze gute Symmetrie, die du hast, zusammen. Voll. Es haut dir zusammen. Weil Also mache ich keine Innenrotation, sondern eher... Du musst offen bleiben, aber du musst gleichzeitig viel besser. Ja, es ist jetzt noch nicht perfekt, weil ich eigentlich die Brust raus haben möchte und das voll drinnen. Und da hast du jetzt ein bisschen zu wenig Mobility vorne im Frontend. Was nicht passieren darf, ist, dass du nach hinten... mich vorlegen. Dass du nach hinten Okay, also Side-Chest-mäßig. Es ist die komplett gleiche Oberkörperstellung wie bei der Side-Chest. 1:1.
es limitiert dich ein bisschen die Mobility in der vorderen Ich mag jeden Tag, weil, also. weil ein Arm, Ja. sobald du ihn nach hinten geben willst, kannst du die Schulter nicht mehr neutral halten, sondern es knickt dir die Brust zusammen. Und zwar so. Letzte Woche konnte ich noch gar nicht die Side Triceps greifen. Also wir haben Progress gemacht in einer Woche. Ich sag's euch, Mobility habe ich ohne Ende gemacht. Und es kommen dann zwei Sachen. Wenn die Schulter nach vorne knickt, wird die Schulter kleiner, weil sie in einer schlechten Position ist. Die Brust wird kleiner, weil sie nicht offen wird. Ja. Und der Arm ist kleiner, weil er anstatt der ganzen Fläche Ja, die nur die halbe. Hinterseite zeigt. Voll interessant. Und deswegen ist das echt eine Pose, wo gerade du mit deiner Linie eigentlich super punkten kannst. Denise. Wie spricht man das korrekt aus? Denise oder Dennis? Denise. Dennis, das ist türkisch. Ja. Bei uns in Österreich würde man sagen Denitz. Dennis Lan. Tschüss. Tschüss, Lan. Aber brillanter Marketing-Move, Wallah. Ich schwör. Coca-Cola, beste. Ja, Fazit zum Posing. Ihr habt ganz schön viel Details ausgetauscht. Das war mir jetzt, also, wer sich an Flughafen Tampa war es, glaube ich, oder wo waren wir da unterwegs? Das war so straight, wir aus dem Flieger, rein in die erste Toilette, ich, Hose runter, die Leute kommen am Flughafen, ihr wisst, auf den Toiletten, rein und raus. Stefan in den Knien guckt so, ich pose mir da einen rein auf der Herrentoilette. Ich glaube, das linke Ei hat bei der Boxershot Ja, rausgeschaut. Passiert, ist mir echt mal passiert. Und dann hat mich Gott sei Dank die Dame vom Tanning darauf aufmerksam gemacht, backstage in Texas. Das Ei rennt frei. I got a little problem over there. Ich so, appreciate that. Nee, aber war jetzt wichtig, dass Stefan da echt drüber guckt. Ich wollte da nicht lang zögern, weil die zwei Augen hinter dieser Brille und diesem verwucherten Bart Mittlerweile Gleitsicht, weil ich kurzsichtig jetzt auch schon bin. dürfen nicht schwächer werden, denn die sind die größte Waffe, die wir mitbringen. Also versteht mich nicht falsch, Online-Coaching klappt super. Ihr könnt auch, by the way, Top-Body-Coaching alle reingehen und Für normale Menschen. für normale Menschen. Und sonst halt mir auf Insta anschreiben. Ja, also Stefan ist am Start, hat Kapazität, klebt hier auch schon die ganze Zeit am Handy, der Klassiker, also er nimmt sich auch Zeit für jeden. Wie gesagt, könnt ihr abchecken. Das war mir aber wichtig, jetzt den Einblick von Stefan zu haben, ob alles passt. Es passt eh alles, aber diese Doppelbestätigung ist immer wichtig, weil wenn du dir denkst, so, wir haben 15 Kilo mehr Stage Weight als... Das war für mich Entschuldigung, dass ich da kurz dazwischen hocke, aber ich habe bis jetzt im Flieger ein bisschen Bauchweh gehabt, so, weil ich diese Zahl nicht glauben konnte. Ich auch. Ich konnte die Zahlen nicht glauben und ich habe nur das Videomaterial gehabt, das vom Urs immer nicht geschönt ist und darüber bin ich sehr dankbar. Wir haben eine Formcheck-Kultur, die ist episch. die nicht von schattengebendem Licht beeinflusst wird, also sehr, 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 sehr nüchtern. Aber das Volumen eines Menschen oder die Size, und das ist ja, wo viele von euch da draußen oft scheitern, wenn man nur Bilder sieht, kann man das nicht einschätzen. Weil die Körpergröße des Menschen eine riesengroße Rolle spielt, wie big jemand ist. Ja. Und jetzt bist du relativ groß. Und ich habe mir wirklich gedacht, okay, 16 Kilo mehr oder was auch immer, ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Und mir ist gleich vorher die Kinnlade runtergefallen, weil es wirklich beeindruckend ist und es schaut echt nach oben aus. Es schaut wirklich nach oben aus, es ist kein Kompromiss, es ist kein, ja, schauen wir mal, es schaut nach oben aus und es passt und es gehört dorthin und das macht mich sehr, 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 sehr glücklich. Trotzdem, um das zu relativieren, 16 Kilo mehr in der gleichen Form oder im gleichen Paket wie als Klassikphysik ist es nicht, weil da natürlich andere Attribute sind. Ich glaube, das trifft sehr, sehr gut. Ich glaube, die Konditionierung ist so wie bei der letzten Prep, so mit 109, 108, 109, so in dieser Richtung. Es ist sehr viel Fülle da, es ist sehr plastisch, es ist sehr viel Druck da, aber es sind trotzdem diese Signature Cuts auch da, die braucht man. Aber ohne, dass es dieses Eingefallene der Klassikphysik ist. Insofern hat der Junge da eine wirklich großartige Arbeit geleistet und ich würde sagen, netto sind da 5-6 Kilo Muskeln wirklich in diesem fast Jahr
draufkommen, seit Oktober letzten Jahr, seit der Olympia, die er da wirklich raufgearbeitet hat. Und es ist großartig und es schaut großartig aus. Und ich feiere den Look wirklich brutal. Mir gefällt's. Es ist echt für mich diese beste Gesamterscheinung, die wir bis jetzt gehabt haben. Und macht so viel Lust auf mehr. Ist er schon perfekt? Na, würde man das sagen, wäre man desillusioniert, aber es ist verdammt gut. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sehr das heuer schon einschlägt. Aber eins kann ich euch versprechen, die Reise wird in Zukunft in der Open genauso weitergehen, wie die in der Classic war. Ihr könnt es mir beim Wort nehmen, ihr habt mein Wort, was das betrifft. Wo du die 108, 109 angesprochen hattest, da wollte ich dich nicht unterbrechen, aber da war immer so dieses, Alter, jetzt sieht so geil aus und stimmig. Und dies jetzt halt eben auch zu haben, mit dieser geilen Härte, den Signature Cuts, wie Stefan hat eigentlich alles gesagt, das macht Freude auf mehr auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das war und ist der richtige Step, die Entscheidung jetzt zu treffen und zu sagen, man macht es, weil so kann man als Athlet besser werden, so kann man als Athlet auf jeden Fall ja auch in Zukunft noch Spaß und Liebe an dem Sport empfinden. Und das habe ich euch ja im Statement auch gesagt. Und das Ganze hat Stefan ebenso unterstrichen. Deswegen, ja, wir haben Bock. 2,5 Wochen bis Italien. Und ihr dürft euch auch anschnallen, denn es wird einiges aus der Konstellation plus Alice zu sehen geben von Italien. Ich hoffe, ich weiß es nicht, weil ich meistens in Italien live war. Ich hoffe, es gibt einen brauchbaren Livestream. Oh, ja. Oh, das Bühnenlicht in Mailand war immer what the fuck, Granate geil. Und ich hoffe, dass das in dieser neuen Location auch der Fall ist und ihr wirklich alle die Möglichkeit habt, das im Livestream auch anzuschauen, in Ergänzung zu dem ganzen Content, der kommt. Aber tut es euch einmal an, um einen Wettkampf idealerweise natürlich komplett live. Das ist da geht er raus, Offenbach. Ja. Aber wenn schon nicht das, dann zumindest den Livestream anzuschauen, um einmal zu sehen, wie läuft so ein Wettkampf ab. Bilder sind schön, Bilder sind eine statische Aufnahme eines Moments. Bodybuilding lebt auch in den kleinen Zeiten zwischen den Posten und das ist ganz wichtig und fließt halt auch oft in die Bewertung ein und dann kann man so Sachen leichter verstehen. Ich sag halt sogar, live ist einfach, man muss als Fan und als Bodybuilding-Liebhaber oder einfach mal als jemand, der selber was zu einem Wettkampf sagen möchte, das Ganze live gesehen haben, weil es ist nicht nur sogar das, was zwischen den Posen passiert, sondern es ist die Energie, die Aura, das Ganze, was in der Luft liegt, wenn ein Athlet oder eine Athletin auf der Bühne ist. Und ich finde, das muss man sich mal reinziehen. Ich gucke mir selber auf die Livestreams von noch einem Olympiad oder so die Bilder an und denke mir, ey, was mache ich da in den Top 3? Das sehe ich echt so beschissen aus. Aber live ist es wirklich ein ganz, 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 ganz anderes Spiel. Und dementsprechend der Appell an alle auf jeden Fall, sich sowas mal zu gönnen, zu geben. Und am 14.09. Offenbach bei 14.09. bei Offenbach bei Frankfurt. 06069. Oh, und jetzt zeigen wir Stefan noch das Gym. Was ist denn das für eine Transition, Mann? Das war gut. Kennst du nicht Haftbefehl? Der Frankfurter Rapper. Ich bin eher Ziegenopfern und Kinder verbrennen Typ. Auch geil. Man merkt, du hast den Humor nicht verloren, Stefan. Das geht gar nicht. Alter. Ich verbringe ja wirklich oft meine Nächte mit Livestream schauen. An guten Tagen. Das weiß ich. An guten Tagen 4 parallel. Und was mir im Herz echt auf weh tut, deswegen dieser Aufruf. Jetzt sind große Pro-Shows zum Teil. Und jeder sagt immer, ja, ich support Bodybuilding und Bodybuilding ist mein Sport. Ja. Und dann siehst du eingeblendet, dass 68 Leute einen Livestream schauen. Ja. Wo ist jetzt euer Interesse für den Sport? Aber 8450 auf YouTube bei dem... Achso, ja, kein gestohlenen. Beim Brasilianischen. Ja. Im brasilianischen Stream sitzen, wo nur Bilder jede 10 Sekunden kommen. Ja, das ist schon... Genialität. Ich muss echt nochmal zusammenzählen, wie viele Livestreams ich dieses Jahr schon gekauft habe. Es ist immer zwischen 30 und $50, was echt arg ist. Der 30er, das ist klar, aber das unterstützt irgendwo auch die Athleten dann am Endeffekt, die Produktionen und das Ganze wird besser. Vor allem die Produktionen. Eben, und dann beschwert man sich, warum so viel Werbebanner im Hintergrund hängen und die Bühne aussieht wie eine Leuchtparade und nicht ein schwarzer Backdrop ist, was sich jeder Athlet wünschen würde, weil man dann halt eben Sponsoren braucht, die
die das Ganze unterstützen, wenn es nicht die Leute tun. Wenn es nicht die Leute tun. So ist es. Aber ja, Stefan, hier, Küche, Recovery. Ich schmeiß, glaube ich, das Eisbecken raus. Du bist ja auch gar kein Fan davon. Naja, ich würde sterben. Wir haben jetzt Leute geschrieben wegen so einer Hyperbolic Chamber. Was sagst du dazu? Naja, das Herz-Kreislauf-System macht es halt brutal besser. Gell? Ja. Es ist halt ein natürliches Epo-Doping, Ja. weil du natürlich die roten Blutkörperchen anregst oder durch den Sauerstoffdefizit die Produktion der roten Blutkörperchen anregst. Aber will man als Bodybuilder noch mehr rote Blutkörperchen haben? Nee. Also was raus, es kommt einfach nur IV-Drip rein, ein Massagesessel und mal gucken. Ich glaube, man merkt die Schwachstellen, wie ich mir damals das Gym zusammengestellt habe. Und eigentlich hat fast jede Maschine auch irgendeinen Zusammenhang mit dir. Das sind alles so Nostalgien. Arnolds Prep, die Scheißerei, Kotzerei Prep, da haben wir die immer beim, wie heißt der? American Barbell, genau. Dann ganz klar Top Gym Trainingslager, Arnold Prep 1, die Hyro. Also Stefan hat schon eigentlich den maßgeblichen Input für mich gegeben. Die Deadlift-Station, weiß ich nicht, ob wir die noch brauchen. Der Rücken sieht so viel harmonischer aus, dadurch, dass die Erectors, also manchmal, also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich Stefan, egal was der sagen würde, wenn Stefan jetzt sagt, wirklich trink jeden Morgen 1 Liter deines Urins, würde ich es mittlerweile machen, weil ich dem Mann... Nee, weil ich dem Mann jetzt mittlerweile einfach, weil jedes Mal, wenn ich dann auch irgendwie Zweifel hatte und meinte, weil Stefan zu mir vor 2 Jahren schon meinte, mach nicht so viel vom Rückenstrecker, mach mehr Brust unterstützt, dann wirst du ein geileres Volumen im Rücken drin haben und dadurch, dass unten nicht mehr ganz so dick ist, das nach unten hin besser zusammenlaufen. Habe ich dann mal ausprobiert, habe ich gemacht, obwohl ich gerne was gehoben habe oder unter den Rücken gemacht habe und so. Und siehe da, es ist so. Viel mehr Details sind jetzt unten drinnen und viel harmonischer. Ja, Ich hab da einen kleinen Freund gefunden. Weberknecht heißt es in Österreich, nicht Spinne. Ja, Auch Weberknecht? ja, wir sind hier ein tierfreundliches Studio. Du musst ihr einen Namen geben, Urs. Die braucht fix einen Namen. So, die Katze. Markus, die Katze ist aus dem Sack. Wir haben ein neues Haustier und wir haben uns für den Weberknecht entschieden. 3-Way-Row, Kabel, Chin-Dip Assist. Aber ja, die MTS-Bizeps auch von Stefan inspiriert und ja, absolut geil, absolut geil. Die Bank, muss ich sagen, die hat mich richtig umgehauen, positiv. Weil du so frei gleitest, die Schulterblätter gleiten frei. Watson. Selbst angefertigt. Wie die Deadlift-Station auch. Das ist ganz nice. Das hat gerade so diese Vibes von diesen Car-Testern. Kennst du das immer so? Ja. Das ist jetzt skurril, wann ist das kommen? Oder wer hat mit dem Scheiß angefangen? Aber dir wird es auch vorgeschlagen. Können wir das bitte mal nachstellen, wie du auch an so einem Gerät? Warte. Das ist aber sehr ambitioniert. Findest du? Da kommt schon ordentlich Zug unten drauf. Ja. Mit 4. Ich habe 14 gestern weggeballert. Ja, aber die gefällt mir. Ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt, weil das so eine kurze Bewegung ist. Macht das Sinn? Also so, eigentlich ist ja eine volle Beuge. Ich finde auch, das eigentlich eine lange, aber ich habe einfach nur Angst immer. Ich finde, das ist echt eine riskante Geschichte, weil so viel Momentum und, also das ist Pendulum ist eigentlich prädestiniert für diese Stretch-Reflex-Geschichte. Ja. Und da unten drinnen sich dann nicht weh zu tun und nicht den Schwung überhand nehmen zu lassen, da braucht man halt sehr, sehr viel Kontrolle. Bei dir funktioniert es, aber für ganz, ganz viele Leute ist ein Pendulum eine wirklich gefährliche Geschichte, was das betrifft, weil man halt mit so viel Stretch und dann Gegenstretch auf die Muskelfaser drauf hat, dass da echt viel passieren kann. Dann ist man aber ein Idiot, weil... Ja, aber also ich mach... Ja, aber wenn du dumm trainierst, dann verletzt du dich. Ich gehe bei der immer runter und ich habe immer Post, also immer eine Pause unten drin. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier so wohl. Das ist... Also ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich einfach so gewachsen bin, wie ich gewachsen bin.
Ich hab die Theorie aufgestellt in meiner Insta-Story. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich und Social Media. Ja, war mir fast klar, aber ich bin zum Bauernhof gelaufen, zu meinen Kühen, weißt du, Laufen ist immer so gut, wenn man in Österreich laufen sagt, dann heißt das dieses hier. Ja, stellt euch jetzt den Fußball am Bauernhof auf. Ja, das weißt du ja, aber dass es nicht vorkommen wird. Ab und zu zur Bahn, zu U5 in Berlin hat man das noch gebracht, aber das lässt man jetzt lieber. Dann bin ich gegangen, ich bin zu meinen Kühen gegangen. Das ist österreichisch korrekt. Richtig. Und ich dachte mir auch, warum geht's hier so vorwärts? Weißt du, sind es die Kartoffeln vom Bauernhof oder woran liegt's? Und dann bin ich zur Conclusion gekommen, dass es einfach das Studio hier, das Umfeld, die Entscheidung, gut, die kam dann später, aber wirklich zu sagen, ey, den Sport richtig aus Liebe zu betreiben, der bringt den Progress voran. Und wo wir die Entscheidung ja getroffen haben, hat Stefan selbst geschrieben, boah, leck mich am Arsch, das ist ja crazy, wie dein Körper sich anpasst der Sache. Und ich glaube, man kann schon sagen, das Umfeld bestimmt einfach dein Progress. Ja. Mitunter am allermeisten. Und dann war ich erstaunt drüber, wie guten Progress wir schon in Berlin gemacht haben. Generell über die 4 Jahre, wo ich mich eigentlich, also vor allem die letzten 2 Jahre in Berlin, mich ja überhaupt nicht mehr... Die Schimmelsporen, die du eingeatmet hast. Ja, das war... Das ist auch geil. Und hier, ich zeige es euch ganz kurz, wie die morgendlichen Check-ins für Stefan entstehen. Ah, die sind von da? Genau, die sind Also nicht vom Posing-Raum? Nein, die sind von hier. Weil ich mir vorher die ganze Zeit gedacht habe, Alter, wie schaffst du es, dass das Licht im Posing-Raum so scheiße ist und das auf Bildern trotzdem menschlich ausschaut? Ich stehe dann sozusagen hier. Dann steht da das Stativ und das bist du. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie hier die Check-ins zustande kommen von Frost. Die Bilder werden dann kurz zur Seite gehangen. Ich dachte mir immer so, oh, in den Gyms immer posen. Es gibt ja Leute, die feiern das, aber ich war nie Fan davon und da habe ich auch voll mein Posing vernachlässigt. Hier kann ich reingehen und ich kann hier nackt durch die Gegend springen und ja, habe das Posen auch einfach wieder sau wohl oder sau gern jetzt mittlerweile. Dementsprechend macht's Bock daran, akribisch zu arbeiten. Mache ich jeden Morgen gerade weiterhin und ja, schicke dann von Stefan von hier auch die Updates, mache hier noch meine Mobility, habe hier jetzt die Frage aller Fragen. So sehen die Bodybuilding-Hosen aus, by the way. Sponsored bei Dennis aktuell. Wir teilen uns die Bodybuilding-Hosen brüderlich. Aber die sind gewaschen. Die sind gewaschen, okay. Aber ich gebe sie dem ungewaschen zurück. Grün und Rot. Also ich muss ja ganz klar sagen, Schwarz-Silber ist der Fall. Was ich mir auch noch wünschen würde, ist so ein Blau, also so wie das, nur in Blau. Vielleicht nicht mit so einem extremen farbigen Glitzer drauf, aber also ich werde mich, denke ich, für Schwarz entscheiden. Schreibt es aber gerne mal in die Comments. Und die größte Frage, mit der ich auch schon eine Diskussion mit meiner Mom hatte. Soll der Bart on stage bleiben oder soll er gehen? Was sagt der Coach? Und ich bin gemischter Gefühle. Weil einerseits bin ich Fan, weil ich einfach dann extrem jung aussehe, wenn ich gar keinen Bart habe. Ich habe das markante Gesicht und ich finde, damit strahle ich auch mehr. Ich fand aber diesen Hint ganz cool, so irgendwo zu sagen, man wächst und man wird zum Mann und hat dann eben als Mann kriegst du einen Bart. Fand ich so einen geilen Gedankengang. Aber im Endeffekt war ich auch immer der gesagt hat, straight up, runtergecuttet, der deutsche Soldat, so wie die Amerikaner das auch feiern. Und ja, nicht der verbärtigte Bär. Aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich lese es mir durch und wir können dann mal gucken. Ohne Bart ist oldschool. Für mich ist ohne Bart wirklich oldschool. Es war so undenkbar, dass wer in die 80er, 90er Jahre einen Bart auf der Bühne gehabt hat. Das war einfach, Bühne ist glatt rasiert, super gestylt, Haar ordentlich. Ja. Es ist irgendwie so diese Ära, die wir eigentlich feiern. Und da gehört der Look mit glatt rasiertem Gesicht fast ein bisschen dazu, finde ich. Aber die viel wichtige Frage ist ja, was mit den Haaren? Kommt da die Bürste? Ja, à la Rühl 2002. Ganz kurz und dann schön gefärbt, bam. Nee, mit den Haaren wird gar nicht so viel gemacht. Es wird ein bisschen härter so geschnitten und ein bisschen minimal oben weg. Aber man muss ja nicht immer
nicht jedes Jahr was Verrücktes machen. Jetzt wird es Zeit fürs nächste Meal und wir machen uns auf dem Heimweg zu mir und dann müssen wir einfach mal gucken, was Alice macht. Ja, wir brauchen noch ihre Meinung, Mann. Ja, Die war doch die größte Gegnerin der Offenen immer. Ja, Alice ist tatsächlich mehr in meinen DMs, also von den Leuten, was sie dazu sagt, als alles andere. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir heim und fragen sie einfach mal. Um uns herum war schwer, das passende Frühstück zu finden, weil so viel Gutes war. Ja. Verdichtet. Ein Bär in seinem natürlichen Habitat. Mit der Partnerin daneben. Ein seltener Anblick. Ja, das ist ja auch die... Stefan, die Frage ist auch schon, geht durchs Internet, ob wir überhaupt noch zusammen sind und jetzt vor allem nach der Entscheidung, ob wir überhaupt noch... Die Fragen, die durchs Internet gehen, sind ja immer komplett paradox. Ja, Alicia, wo es geht in die Offenen? Alice hat die Handbremse gelöst. Alice erlaubt's, Jungs. Alice erlaubt's. Wir gehen. Woher der Sinneswandel? Ich habe keinen Sinneswandel. Ich finde es immer noch scheiße, aber... Echt? Ja, aber jeder soll machen, was er möchte im Leben. Ich finde es halt unattraktiv. Ich finde es... unattraktiv. Nein, jetzt ernst gemeint, du findest ihn jetzt unattraktiv. Ich finde, er schaut echt super aus. Jetzt nicht vom Bodybuilding-Standard, sondern jetzt rundherum alles. Je mehr er shredded ist und je mehr er dick ist, finde ich ihn unattraktiv, ja. Ja, ich... Ich sag doch jetzt einfach nur meine Meinung. Wir diskutieren jetzt offen darüber. Aber, Jetzt krieg ich wieder den Hate ab. Hey, ist doch völlig in Ordnung. Jeder hat seine Meinung. aber wir diskutieren ja jetzt über den Unterschied zwischen Klassik und Offene. Jetzt oder 2 Wochen vor der letzten Olympia? Gar keine von dem. Es gibt nur die 2 Optionen. Men's Physik. Wenn du Mans Physik sagst, dann kannst du gleich da rausgehen und die Koffer packen, Alter. Wir haben es auf Band, sie hat gesagt jetzt. Sie hat nämlich keinen Grund für ihre Aussage. Sie ist blockiert im Hirn. Ich kann dir sagen, dass ich das einfach unattraktiv Ja, finde. das ist vollkommen okay, aber es geht ja um, was findest du weniger unattraktiv? Und das ist jetzt im Vergleich zu Klassik. Das hast du bestätigt. Dann sind wir jetzt bei 0 und bei 1. Warum bist du dann überhaupt mit mir zusammen, wenn ich sowieso unattraktiv bin, egal ob ich in Diät oder Aufbau Es bin? geht um den Charakter. Nein, ich finde dich ja voll... Hey, du bist ja voll knuffig. Warum sind wir dann zusammengekommen? knuffig. Warum ich knuffig bin, Alter, das will man hören als Mann. Hey, du bist voll Hey Leute, in der ich bin Mittelphase Urs, ich bin find voll knuffig knuffig. und meine Freundin feiert mich eigentlich im Aufbau und in der Diät. Ja, in der Mittelphase finde ich Was dich ist denn immer für dich die attraktiv. Mittelphase? Jetzt raschst du auch noch raus. 121,4. Ja, was ist die Wieso werde ich in Mittelphase? einem Video aufgenommen, wo ich nur fertig gemacht werde? Nein, ich finde deine Themen, also ich finde es interessant zu hören, dass du mich eigentlich überhaupt nicht Ich attraktiv finde dich findest. doch Aber attraktiv. ich muss jetzt kurz in Schutz nehmen. Ich war zwar ein schlechter Bodybuilder, aber auch. Ja? Und das, was meine Frau immer gesagt hat, ist deckungsgleich mit dem, was sie gesagt hat. Und das trifft, glaube ich, wirklich diese frauliche Emotion oder was man gut findet. Man findet die Übermassephase nicht gut, wenn man wie ein grunzendes Schwein herumrennt und keine Luft mehr kriegt. Dass das wenig attraktiv ist, ist, glaube ich, verständlich. Den ausgezuzelten, lethargischen, Ja. das kann man jetzt im Aber deutschen ich- Fernsehen nicht sagen, Typen will auch keiner sehen. Also diese Mittelphase, das kann ich tatsächlich nachvollziehen von dieser Warte. Ja, jetzt können wir den Spieß ja mal umdrehen, aber da wurde ich ja gleich von allen Frauen, wie sagt man, Gecancelt werden. da wäre ich ja gleich gecancelt. Wenn Nee, ich das sowas ist sagen würde, Frauen-Empowerment. wie die Mittelphase von dir, wo ist, also, Ja, ich guck mal, wie weiß. du mich hier judgst. Ich finde dir egal, ob du mal ein bisschen schwerer bist oder leichter, egal ob du jetzt schwanger wärst mit einem Baby von mir oder nicht, fände ich dich immer attraktiv. Das ist ein wesentliches Thema. Hört sie nicht mal mehr zu. Hast du gut gesagt, Bro. Ja, Fühl ich. also, Schatz, ich sag doch einfach nur meine Meinung, aber ich finde, ich habe dir schon gesagt. Du hast mich nur verletzt. Als du mir damals gesagt hast, habe ich ja auch gesagt, mach was du willst, was für dich richtig ist, wie es sich für dich richtig anfühlt und alles andere kann dir egal sein. Ich habe festgestellt, dass es jetzt besser ist als Klassik. Sie hat das bestätigt. Siehst du, ich habe den Bogen wieder nach links gedreht. ja, aber du hast mich ja auch die letzten Jahre über meinen Weg begleitet, der jetzt vielleicht nicht so lustig und nice war, wie es jetzt im Video rüberkommt. Und das war ja auch, also ich dachte eigentlich, du feierst das jetzt schon mehr, weil ich psychisch ein anderer Mensch bin.
Aber ich habe ja diesen Bodybuilding-Bezug gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie du dich fühlst jetzt, wie du Ja, aber dich du hast ja damals mitbekommen, ja, wie ich aber ich weiß daheim ja nie, saß wie und du dich geheult richtig habe und richtig fühlst. am Arsch war. Weißt du, wie du dich richtig fühlst, weiß ich ja nie. Deswegen habe ich gesagt, mach, was du für richtig hältst. Ich unterstütze dich dabei, egal ob ich es gut oder schlecht finde. Es wurde ja nur darauf aufmerksam gemacht, weil du ja, wo du immer damals Offene gehört hast, immer so ein straightes niemals, ich feiere das gar nicht. Ja, aber guck dir mal so einen Samson Dauder und Nick Walker an. Also niemals würde ich sowas mitmachen. Ne? Ja, zum Nick Walker wird er nicht werden, weil aber wir sollten mal eine zweite Teile auf der Seite auch nicht pflanzen. Und schwarz werde ich jetzt auch nicht. Nee, guck mal, Manchmal wünsche ich den mir ganzen schon. Tag, die essen den ganzen Willst du jetzt Tag. sagen, ich esse wenig? Ich wollte gerade sagen, die essen den ganzen Tag, was machen mehr? Ja, guck mal, Was mache ich denn anders? ja, die Mengen. Ich tue doch nicht 5 Ja, Stunden auch am das. Tag. Ich tue nicht 5 Stunden am Tag hier kochen. Naja, Ja. ob du 70 Gramm Reis oder 140 rein tust, ist jetzt nicht der Ja, aber große ich muss ja mehr Arbeitsunterschied. einkaufen, dann geht es da um so Aha. Dinge, sowieso, ich kann da nicht spazieren mit dem, weil der nach 2 Minuten Nein, atmet schon mit spazieren. Staubsauger. Ich kann schon. Er hat gesagt, er läuft zum Bauern. Ja, jetzt. Wie oft warst denn du die? Warte, fragen wir mal andersrum. Wie oft hast du das Haus mittlerweile seit den 16 Wochen oder mehr, wo wir hier wohnen, mit mir zusammen für einen abendlichen Spaziergang verlassen? Das sind die Handwerker da. Ich habe dir schon mal gesagt, warum ich das nicht mache. Zeig mal deinen Schrittverlauf von der Woche. Also wenn da ein Tag mit über 1500 Steps dabei ist, dann ist das schon eine wahnsinnige Rarität. So roundabout 400 bis 600 Schritte. Ich habe nicht Heute- abgenommen. 280. Okay. Ja, mein Wochendurchschnitt ist voll gut eigentlich. 4000 Schritte in der Woche. Naja, also. Ja. Da Oh waren ja. wir zusammen in Mexiko. Da warst du mit Dennis auf dem Sofa in Mexiko, wo du dich immer auf unser Da Sofa habe ich ihren gesetzt Geburtstag hast. vergessen. Genau. Ah ja, das super Drama. Ich kann mich noch erinnern, wie du angepisst warst. Ja. Und du hast doch dann gegrillt. Morgens musste ich ihn zum Cardio fahren und er sagt so, Schatz, heute ist schon so ein richtiger Scheißtag, ne? Also was ist heute für ein Scheißtag? Weil, um wieder den Bogen zu fassen, in der offenen wäre mir das nicht passiert, weil ich einen scheiß keinen Gewichtsdrop hatte und psychisch wieder ausgelastet bin, weil Diese Fotos aus dem Lift, kannst du dich erinnern? Genau. Weil in Mexiko war auch so eine schwüle Hitze, da habe ich gefühlt 8 Liter Wasser gezogen und ich war damals noch nicht so weit zu checken, das kommt vom Wetter und habe mir dann so einen Stress gemacht und dann ist die Waage nicht runtergegangen und dann hatte ich nur das im Kopf, habe gesagt, Schatz, du fährst mich jetzt ins Gym, ich weiß es bis heute, ich mache 1 Stunde Stairmaster, ich bin das Ding hochgerannt, um dann am nächsten Tag zu sagen, ey, jetzt bin ich 4 Kilo leichter, alles passt wieder. Hab mir den heiden Stress gegeben, hab ihr Geburtstag vergessen. Und wen rufe ich an? Den Frauenversteher schlechthin, Steve Bentin. Oh Gott. Der sagt, Alter Urs, ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Ich habe auch schon viel Scheiße gebaut, aber das geht gar nicht. Jetzt fährst du Gottverdammt noch mal in den nächsten Supermarkt und holst dir einen Cupcake. Leute, 25. September 2021. Urs schickt Gewicht, meine Antwort, guter Mann. Seine Antwort, geht voran. Seine nächste Antwort, 1,5 Stunden später, ich bin so ein Depp. Ich habe Alishas Geburtstag vergessen, die Lage ist angespannt. Nee, Alter, Kapitalfehler, organisier Blumen, sofort. Katastrophe, ey, fühl mich so schlecht. Aber das ist doch süß. Sie ist weg. Das ist weg und dann ging's los, Alter. Oh Mann. Kapitalfehler. Kapitalfehler. Ja, der Geburtstag liegt auch immer so beschissen im Jahr, muss ich sagen. Danke. Ich glaube, dass Stefan gehalten ist. Das ist jetzt so gewöhnlich. Glaubst du, das ist das der Mann? Du schon wieder. Da sind wir wieder. Ihr schon wieder. Wo sind wir wieder? Hey, selber Tag und eigentlich Rest Day. Und zweimal im Gym gleich. Ich bin einfach zu gern hier, Bro, ich sag's dir. Iron Paradise für mich hier. Brauchst noch ein Bett hier. Ja, tatsächlich. Es kommt vielleicht in der Off-Season, wer weiß, was uns da einfällt. Stefan ist auf dem Weg zurück nach Wien. Kurzer Besuch, knackiger Besuch, intensiver Besuch, der auf jeden Fall auch energetisch auf jeden Fall einiges abverlangt hat. Aber den ich mir auch unbedingt gewünscht hatte, denn jetzt ist wirklich so
nach der Bekanntgabe, nachdem Stefan mich live gesehen hat, ich sein Feedback bekommen habe, wir Sachen angepasst haben, jeglichste Handbremse gelöst und ich kann, glaube ich, voller Spaß, voller Vorfreude für Milano nach Italien reisen, zusammen mit euch. Jetzt gibt es aber noch Rest-Day-Programm, da haue ich mir erstmal ein Daily hinter die Binde, setze mich dann hier rüber, die wärmt gerade auch schon schön vor, die gute Infrarotkabine, und werde mich da dann noch restlich entspannen für den heutigen Tag. Ansonsten habe ich immer noch ein bisschen Gympflege und so, ein bisschen Müll aufräumen, ein bisschen den Geräten auch Liebe schenken, die mich durch Trainingseinheiten führen und einfach ein bisschen nach Recht und Ordnung schauen. Nach der Saison werde ich wochenends wieder öfters zu meinen Eltern fahren. Und da geht sonntags dann immer mit den Ruskis in die Banja, um wirklich jedes Toxin aus meinen Poren rauszudrücken. Was ist Banja? Banja-Blät, russische, mit Birkenzweige, Saunamütze und dann träumen nach 2 Aufgüssen. Ich sag's dir, die heizen richtig ein. Und dementsprechend leiten wir den Tag und dieses Video mit dem Rest Day aus. Morgen geht's weiter und für euch im nächsten Video. Ich bin nochmals unendlich dankbar für das Feedback, für das positive Feedback und für den geilen Spirit und geilen Vibe, den ihr mir gebt. Denn das gibt mir natürlich auch Energie, die ich wiederum reinstecke und euch zurückgebe. Also ein geiler, positiver, energetischer Austausch. Ich klinge schon fast wie so eine, wie sagt man? Wie so ein Schamane. Wie so ein Schamane oder wie so eine Dingtante. Aber das ist tatsächlich extrem wichtig und ist auch der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Ich glaube, das geht Hand in Hand. In diesem Sinne gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Lasst gern Liebe da, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein russischer Rak. Das heißt, glaube ich, irgendwas asoziales. Zucker. Das Videnia. Пока-пока.